that degree of continuity when you're not going to be around all the time. And that was one of them, and that was one which could make... Prinzessin Anne hat soeben eine Bombenhölle darüber verkündet, warum Prinz Philipp nicht mit Königin Elisabeth zusammenlebte. Jahrelang hat sich die Welt gefragt, warum das königliche Paar einen Großteil seiner späteren Jahre getrennt verbrachte. Jetzt haben wir endlich die Wahrheit, direkt von Prinzessin Anne selbst. Und warte, bis du hörst, was das für König Charles und Prinz Andrew bedeutet. Glauben Sie, dass dies Philipps Entscheidung war? 1 für Ja, 0 für Nein. Bleiben Sie dabei, wenn wir die unbekannte Geschichte aufdecken, warum Prinz Philipp nicht bei der Königin im Buckingham Palast wohnte. Prinzessin Anne erklärte kürzlich, warum Prinz Philipp nicht bei der Königin lebt. Prinzessin Anne, die einzige Tochter von Prinz Philipp und Königin Elizabeth, hat mit ihrer Enthüllung alle in Erstaunen versetzt. Seit Jahren gibt es verschiedene Theorien darüber, warum sich Prinz Philipp dafür entschieden hat, den Buckingham Palast zu verlassen und in seinen letzten Jahren nicht mehr bei der Königin zu leben. Doch jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Prinzessin Anne, die häufig als Liebling ihres Vaters bezeichnet wird, hat den wahren Grund für die Wahl ihres Vaters enthüllt. Und ihre Brüder, Prinz Charles und Prinz Andrew, haben ihre Anschuldigungen bestätigt. Bleiben Sie dran, wenn wir die ganze Geschichte aufdecken. Im Gegensatz zu den förmlichen und distanzierten Beziehungen, die in königlichen Familien üblich sind, hatten Prinzessin Anne und ihr Vater, Prinz Philip, eine enge Freundschaft. Man nannte sie das Mädchen ihres Vaters, wahrscheinlich, weil sie so rechthaberisch, schroff, eigensinnig, willensstark und bissig waren und einen bissigen Sinn für Humor hatten, der oft auf Kosten anderer ging. Beide liebten es, sich mit Idioten herumzuschlagen und waren ungeduldig mit jedem, der nicht so schnell begriff wie sie. Was mich jedoch beeindruckte, war ihre unbedingte Loyalität. Prinz Philipp und Prinzessin Anne konnten nichts Falsches aneinander finden. Stattdessen machten sie sich übereinander lustig und bewahrten dabei eine tiefe Wertschätzung. Prinzessin Anne verfolgte über die Jahre hinweg, was zwischen ihren Eltern geschah, obwohl ihre Brüder häufig mit königlichen Aufgaben abgelenkt waren. Anne war sich der Wahrheit bewusst und sah direkt, was sich hinter dem makellosen Lächeln und dem schönen Königspaar ihrer Eltern verbarg. Aber das ist noch nicht alles. Prinz Philipp erzählte seiner Tochter auch von den Schwierigkeiten, die er in seiner Ehe mit Königin Elisabeth hatte. Um zu verstehen, warum sich Prinz Philipp für eine Reise ins Ausland entschieden hat, müssen wir zu den Anfängen zurückgehen, als Prinzessin Anne und ihre Brüder geboren wurden. Königin Elizabeth, ursprünglich Prinzessin Elizabeth, lernte 1934 auf einer Hochzeit den griechischen Exilkönig Philipp kennen. Er war 13 und sie gerade 8 Jahre alt. Der Funke zwischen den beiden sprang erst 5 Jahre später über, als sie sich wieder trafen. Damals war Prinzessin Elizabeth 13 Jahre alt und Prinz Philipp 18. Die Prinzessin war jedoch nicht allein. Ihre Eltern und ihre Schwester waren zu Besuch am Britannia Royal Naval College in Dartmouth, Devon. Sie waren mit mehreren Kadetten, darunter auch Philipp, verabredet. Aufgrund einer Mumps- und Windpockenepidemie, die während des Aufenthalts auftrat, verlief der Besuch jedoch nicht wie geplant. Anstatt wie geplant an einem Gottesdienst in der Kapelle teilzunehmen, verbrachten sie die Zeit in der Residenz des Schulleiters, wo Prinz Philipp die jungen Prinzessinnen unterhielt. Er war einer derjenigen, die nicht mit dem Virus infiziert waren. Philipp wurde es schließlich langweilig, im Haus zu sitzen, und lud die Prinzessinnen ein, nach draußen zu kommen. Stattdessen begann er, Croquet zu spielen, über Tennisnetze zu springen und ein sorgloses, sportliches Temperament an den Tag zu legen. Das fiel Prinzessin Elizabeth auf, und sie verliebte sich sofort in ihn. Später sagte sie, dass sie nach diesem Tag keinen anderen mehr begehrt habe. Nach diesem Erlebnis verliebte sich die Prinzessin in Philipp und begann, ihm Briefe zu schreiben, während er während des Krieges in der Royal Navy kämpfte. Elizabeth bewahrte sogar ein Foto von ihm in ihrem Schlafzimmer auf, als Zeichen der Bewunderung. Als Philipp 1946 aus dem Pazifik zurückkehrte, blühte seine Beziehung zu Elizabeth auf. Im Juni machte er ihr in Balmoral einen Heiratsantrag. In einem Brief aus dem Jahr 1946 schrieb er, im Krieg verschont worden zu sein und den Sieg gesehen zu haben, die Gelegenheit bekommen zu haben, mich auszuruhen und mich neu zu orientieren, sich vollkommen und vorbehaltlos verliebt zu haben, lässt alle persönlichen und sogar die weltweiten Sorgen klein und unbedeutend erscheinen. Trotz des Heiratsantrags zögerte der Vater von Königin Elisabeth, König Georg VI., die beiden zu heiraten.
Er war der Meinung, Elizabeth sei zu jung und würde sich mit dem erstbesten Mann zufrieden geben, dem sie begegnete. Vielleicht wird sie einen anderen kennenlernen und ihre Meinung über Philipp ändern. Daher hielt die königliche Familie die Verlobung zwischen Philipp und Elizabeth geheim. Darüber hinaus gab es innerhalb der königlichen Familie eine gewisse Opposition gegen Philipps Idee. Trotz Philipps königlichem Erbe und seiner direkten Nachkommenschaft von Königin Victoria, die ihn und Elizabeth zu Cousins dritten Grades machten, hielten ihn viele für zu grob, ungeschliffen, deutsch, griechisch und unenglisch, um Prinzessin Elisabeth zu heiraten. Aber Elizabeth bestand darauf. Sie hatte sich für Philipp entschieden und war fest entschlossen, ihn zu heiraten. Erst ein Jahr später, im Juli 1947, nach Elizabeths 21. Geburtstag, gaben sie offiziell ihre Verlobung bekannt. Vor der Heirat mit Elizabeth musste Philipp seine dänischen und griechischen Königstitel ablegen und der Kirche von England beitreten. Philipp tat dies ohne zu zögern, weil er Elizabeth liebte. Philipp wurde in der griechisch-orthodoxen Kirche getauft, aber am 3. Oktober 1947 nahm ihn der Erzbischof von Canterbury formell in die Kirche von England auf. Er nahm auch einen neuen anglisierten Nachnamen an, Mountbatten. Am 20. November 1947 heiratete Prinzessin Elizabeth in der Westminster Abbey in London Prinz Philip. Später reisten sie auf ihrer Hochzeitsreise in die Broadlands, die in Hampshire, England, liegen. Die Broadlands sind die Residenz von Earl Mountbatten, dem Onkel von Philip. Philipp hingegen ahnte nicht, dass sich sein Leben in einer Weise verändern würde, die er niemals hätte vorhersehen können. Nach der Hochzeit setzte Prinz Philipp seinen Dienst in der Marine fort, wobei er innerhalb der Marine schnell aufstieg. Nachdem sie ein weiteres Jahr gewartet hatten, bekamen sie ihr erstes Kind, einen Jungen namens Charles und ein Mädchen namens Anne. Aufgrund seiner erfolgreichen Karriere bei der Marine wurde Philipp schließlich auf die Insel Malta versetzt. Während die Kinder in England blieben, machte sich Prinzessin Elizabeth auf den Weg, um bei ihm zu sein. Während dieser kurzen Zeitspanne führten sie ein ganz normales Leben. Doch der Verlauf ihres Lebens sollte in jeder Hinsicht eine andere Richtung einschlagen. Als König George 1952 erkrankte, verstarb er. Nur 5 Jahre nachdem sie den Bund der Ehe geschlossen hatten, geschah etwas. Das Leben von Elizabeth und Philipp wurde völlig auf den Kopf gestellt. Königin Elizabeth, die damals erst 25 Jahre alt war, erlangte ihre Position. Auch Philipp, der damals 30 Jahre alt war, musste sich mit einer neuen Welt auseinandersetzen. Der Gedanke, dass sie mehr Zeit haben würden, ihr eigenes Leben zu leben und sich zu vergnügen, bevor Elizabeth den Thron besteigt, war etwas, das sie erwartet hatten. Doch das Schicksal hatte andere Pläne für uns. Zu diesem Zeitpunkt sollte Elizabeth in die Rolle der Königin schlüpfen, während ihr Mann Philipp eine neue Rolle übernehmen sollte. Ein Mensch, der eher im Schatten seiner Frau, der Königin Elizabeth, stehen würde, als ein Monarch und eine mächtige Figur. Obwohl sie dies von Anfang an gewusst hatten, sollte es sich auf ihre gesamte Beziehung auswirken. Infolge des Aufstiegs von Elizabeth war er gezwungen, seinen Wunsch, in der Royal Navy Karriere zu machen, aufzugeben. Es ist schwer vorstellbar, wie schwer es für einen Mann, der es gewohnt war, Schiffe zu kommandieren, gewesen sein muss, plötzlich zu einer Hilfsposition degradiert zu werden. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns in den 1950 Jahren befanden. Einer Zeit, in der es sehr ungewöhnlich war, dass eine Ehefrau in einer Position der Autorität und Kontrolle über ihren Mann war. Da Philipps Frau die ranghöchste Person im Lande war, stellte dies eine noch größere Herausforderung für ihn dar. Denn es bedeutete, dass die Pflicht Vorrang vor der Familie hatte. Diese Episode war der Beginn eines Kampfes, der Philipp sein ganzes Leben lang begleiten sollte. Ein Kampf, der schließlich eine Rolle bei seiner Entscheidung spielte, in seinen letzten Jahren nicht mehr mit der Königin zu leben. Doch wie kam es dazu? Bleiben Sie dran, um es herauszufinden. Die Herausforderungen des königlichen Lebens. Während Elizabeth und Philipp einen Safari-Urlaub in Kenia verbrachten, teilte Philipp Elizabeth die Nachricht vom Tod ihres Vaters mit. Elizabeth war sich darüber im Klaren, was von ihr verlangt wurde, und sie kehrten überstürzt ins Vereinigte Königreich zurück. Elizabeth wurde bei ihrer Ankunft zur Königin Elisabeth II. erhoben, obwohl Philipps Titel auf demselben Niveau blieb. Er trug nicht den Titel eines Königsgemahls.
Stattdessen wurde er zum königlichen Gemahl des Vereinigten Königreichs ernannt. Trotzdem blieb Prinz Philipp seiner Frau treu und kündigte seinen Job bei der Royal Navy, um sich dem Dienst an der Monarchie zu widmen. Dies war jedoch nur der Anfang einer großen Umwälzung. Sie zogen von ihrem bisherigen Wohnsitz Clarence House in den Buckingham Palace um, der ihr neuer Wohnsitz wurde. Die Krönung von Königin Elizabeth fand am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey in London statt, genau ein Jahr nach ihrer Thronbesteigung. Der Erzbischof von Canterbury war die erste Person, die vor der neuen Monarchin kniete. Und Philipp war die erste Person, die sich verpflichtete, für den Rest ihres Lebens ihr Gefolgsmann zu sein. Aber war er wirklich dazu fähig? Für einen Mann war es viel einfacher zu sagen, dass er unter der Kontrolle einer Frau leben würde. Aber es war viel schwieriger für ihn, seine Hoffnungen und Ziele aufzugeben, um Königin Elizabeth II zu unterstützen. Außerdem musste sich Philipp an den Gedanken gewöhnen, in der Öffentlichkeit ein paar Schritte hinter seiner Frau zu gehen, anstatt neben ihr zu flanieren. Später verriet er, dass er sich eine lange Karriere bei der Marine erhofft hatte. Es wurde jedoch sofort klar, dass dies nicht möglich war, und er musste Zugeständnisse machen. Philipp arrangierte sich mit seiner neuen Situation und bemühte sich, das Beste daraus zu machen. Nachdem Elisabeth Königin geworden war, kam es jedoch von Anfang an zu einer Reihe von Unstimmigkeiten zwischen ihr und Philipp. Eine der bemerkenswertesten Meinungsverschiedenheiten fand statt, als Philipps Onkel Louis Ducky Mountbatten verkündete, dass das Haus Mountbatten nun in England regiere. Da Königin Elizabeth verheiratet war, sollten ihre Kinder den Nachnamen ihres Mannes Kraft ihrer Heirat erben. Elizabeths Großmutter, Königin Mary, und Winston Churchill, der Premierminister, waren mit dieser Auslegung jedoch nicht einverstanden. Um sicherzustellen, dass das Erbe ihres Vaters erhalten bleibt, forderten sie, dass Königin Elizabeth und ihre Nachfolger weiterhin vom Haus Windsor regiert werden sollten. Philipp nahm diese Entscheidung sehr persönlich und drückte seinen Unmut mit der Aussage aus. Er sei nichts weiter als eine blutige Amöbe. Er behauptete auch, dass er der einzige Mann im Land sei, der seinen Namen nicht an seine Nachkommen weitergeben dürfe. Die Worte, die er sprach, verdeutlichten seine Verzweiflung und die Schwierigkeiten, die er hatte, seine Identität innerhalb der Monarchie zu etablieren, sowie die Schwierigkeiten, die noch auf ihn zukommen würden. Nachdem sie sich die Worte ihres Mannes angehört hatte, beschloss Königin Elisabeth, einige der seit langem bestehenden Traditionen zu ändern. Im Februar 1960 kündigte sie an, dass ihre Nachkommen mit dem Nachnamen Mountbatten Windsor aufwachsen würden, der eine Mischung aus ihrem Nachnamen und dem Nachnamen von Prinz Philipp ist. In der Zeit, in der Elizabeth die Monarchie vertrat, übernahm Prinz Philipp die Rolle des königlichen Gemahls, wobei die Art seiner Aufgaben nicht ganz klar war. In der Vergangenheit, so erzählte er Guy Brandreth, wurde er häufig als Flüchtlingsgatte betrachtet. Er kämpfte darum, in einer Organisation, in der seine Frau im Mittelpunkt stand, eine wichtige Rolle für sich selbst zu finden, was ihn in den Schatten stellte. Trotz seiner Bemühungen, das Beste aus seiner Position zu machen, war er in seinen Möglichkeiten eingeschränkt. Die Erfahrungen, die Prinz Philipp als königlicher Gemahl machte, beschrieb er als eine Erfahrung von Versuch und Irrtum. Obwohl er nicht der erste königliche Gemahl in der Geschichte war, sah er sich mit Schwierigkeiten konfrontiert, für die es kein klares Muster gab. Darüber hinaus räumte Prinz Philipp ein, dass, wenn er sich nach den Erwartungen erkundigte, die an ihn in seiner Rolle als königlicher Gemahl gestellt wurden, viele keine echte Antwort hatten und einfach nur leer aussahen. Philipp hingegen war sich der Tatsache bewusst, dass seine Hauptaufgabe darin bestand, seiner Frau, Königin Elizabeth, den bestmöglichen Dienst zu erweisen. Diese Aufgabe erfüllte er mit vollem Engagement, obwohl sie im Gegensatz zu der energischen, motivierten und lautstarken Persönlichkeit von Prinz Philipp stand, die der seiner Tochter, Prinzessin Anne, ähnelte. In den ersten Jahren seiner Regentschaft räumte Prinz Philipp der Modernisierung der Monarchie Priorität ein, weil er befürchtete, dass sie eines Tages zu einem Museumsstück werden könnte. Dies war jedoch nicht ganz unproblematisch, denn er stieß auf den Widerstand der älteren Generation, die den Status quo unbedingt erhalten wollte. Philipp ließ sich jedoch nicht von seinen Ideen abbringen, und so konnte er viele Erfolge verbuchen. Er schlug vor, die Krönung von Elisabeth II. Live im Fernsehen zu übertragen, da er es für unangemessen hielt, das Ritual wie ein Theaterstück zu inszenieren. Mehr als 20 Millionen Menschen verfolgten das Ereignis, das im Fernsehen übertragen wurde, als Beweis für seine Voraussicht.
Dies war die erste Gelegenheit, bei der die Monarchie in irgendeiner Form für die breite Bevölkerung sichtbar wurde. Philipp schrieb auch Geschichte, indem er als erstes Mitglied der königlichen Familie an einem Fernsehinterview teilnahm. Nach einem Zeitraum von etwa 10 Jahren erlaubte die königliche Familie Kameras in ihren Häusern und bot die Möglichkeit, einen Dokumentarfilm zu drehen, der hinter den Kulissen stattfinden sollte. Das ist natürlich noch nicht alles. Elizabeth wurde von Philipp dazu überredet, die Tradition der Vorstellung von Debütantinnen am Hof aufzugeben. Darüber hinaus führte Philipp informelle Mittagessen und Gartenpartys ein, um eine breitere Schicht des britischen Volkes einzubeziehen. Er leitete Maßnahmen zur Umstrukturierung und zum Wiederaufbau der königlichen Ländereien ein. Und insgesamt wurden Anstrengungen unternommen, den königlichen Haushalt und die Monarchie weniger starr zu gestalten. Dies geschah mit dem Ziel, die allgegenwärtige Förmlichkeit zu reduzieren. Da Prinz Philipp über mehr persönliche Freizeit und weniger offizielle Verpflichtungen verfügte, konnte er seinen Leidenschaften nachgehen und bis in die 1980 Jahre 9 Romane verfassen. Er war auch das erste Mitglied der königlichen Familie, das einen Computer benutzte und damit auch seine E-Mails und Reden verfasste. 1957 überredete er Elizabeth, ihre jährlichen Weihnachtsgrüße im Fernsehen zu übertragen. Er unterwies sie auch in der Verwendung eines Teleprompters. Der Prince of Wales war eine Persönlichkeit, die das Interesse der Menschen weckte. In ihren öffentlichen Ansprachen bemühte sich Königin Elizabeth, Philipp mit einzubeziehen. Sie benutzte häufig die Formulierung »mein Mann und ich«, was schließlich zu einem Witz wurde, der im ganzen Land erzählt wurde. Philipp war jedoch mehr als nur ein Aushängeschild. Trotz der Schwierigkeiten, die die Krone mit sich brachte, konnten sie gemeinsam an der Verwirklichung ihrer Ziele arbeiten. Wenn es um Familienangelegenheiten ging, übertrug Elizabeth ihm die Entscheidungsbefugnis, aber bei Problemen, die den Staat betrafen, hatte er kein wirkliches Mitspracherecht. Dennoch gab es Momente, in denen er sich ihr wie einer typischen Ehefrau näherte, selbst wenn sie in der Öffentlichkeit waren. Als Prinz Philip Elizabeth zum Beispiel zum Cowdray Park fuhr, wurde die Königin durch seine überhöhte Geschwindigkeit unruhig und musste an entscheidenden Stellen tief durchatmen. Prinz Philipp verlor schließlich die Fassung, schrie sie an und drohte ihr, sie aus dem Auto zu werfen, wenn sie sich weiterhin so aufführen würde. Obwohl sie Königin war, behielt sie die Fassung und widersprach nicht. Es gab jedoch Fälle, in denen sie ihre Autorität ausübte, sogar vor den Leuten, die für sie arbeiteten. Es kam vor, dass sie ihn anschrie, er solle still sein, was häufig dazu führte, dass er verärgert den Raum verließ. Sie hatten Höhen und Tiefen, so wie jede andere Beziehung auch. Eine Sache wurde jedoch häufig mit Prinz Philipp in Verbindung gebracht, nämlich sein Ehebruch. Vor allem wegen seiner natürlichen koketten Art wurde er zum Gegenstand von Klatsch und Tratsch, was zu Gerüchten über seine Untreue führte. In den 1950er Jahren führten seine Teilnahme an Aktivitäten wie seinem Gentleman's Lunch Club und seine Besuche auf der Royal Yacht Britannia zu Mutmaßungen über mögliche intime Beziehungen zwischen ihm und anderen Personen. Eine Reihe von Frauen, darunter eine russische Ballerina, eine englische Bühnenkünstlerin und eine Schriftstellerin, sollen im Laufe seines Lebens mit ihm liiert gewesen sein. Keine dieser angeblichen Beziehungen wurde jedoch jemals von den Behörden überprüft. Zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichte die Baltimore Sun einen Artikel, in dem es hieß, Philipp habe eine romantische Beziehung zu einer Dame, die er regelmäßig in seiner Wohnung im West End traf. Der Bericht wurde vom Palast zurückgewiesen, der auch die Möglichkeit einer Trennung zwischen ihm und der Königin ausschloss. Darüber hinaus ging Prinz Philipp auf die Behauptungen ein, indem er spöttisch fragte, ob ihn jemals jemand gesehen habe, wie er irgendwo hingegangen sei, ohne dass ihm eine Polizeieskorte gefolgt sei. Er deutete an, dass solche Angelegenheiten unmöglich gewesen wären. Eine königliche Biografin namens Sarah Bradford vertrat dagegen eine andere Meinung. In ihrer Biografie über Elizabeth sagte sie, dass Philipp seit der angeblichen Affäre Mitte der 1950er Jahre gelernt habe, sich mehr zurückzuhalten. Sie erklärte, Philipp habe seine Flirtversuche in elitären Kreisen durchgeführt, die groß genug gewesen seien, um ihn nach dem Vorfall vor den Paparazzi und der Boulevardpresse zu schützen. Trotz aller Gerüchte und Verdächtigungen gab es nie Beweise dafür, dass sie untreu gewesen sei. Was stattdessen im Laufe der Jahre unbestreitbar war, ist Philipps unermüdliches Engagement für Königin Elizabeth. Während der Feierlichkeiten zu ihrem 50-jährigen Hochzeitsjubiläum
bezeichnete Queen Elizabeth ihn als ihre Stärke und Beständigkeit in all den Jahren. Ein Fest, das einen würdigen Auftakt hat. Am Vorabend ihrer goldenen Hochzeit waren die Königin und Prinz Philipp Gäste eines Festes, das vom Oberbürgermeister von London ausgerichtet wurde. Jemandem, dem sie mehr zu verdanken haben, als sie jemals behaupten würden oder den sie jemals kennen werden, und dem sie mehr zu verdanken haben, als sie jemals behaupten würden. Anschließend feierten Königin Elizabeth und Prinz Philipp ihr diamantenes und platinfarbenes Thronjubiläum. Während der gesamten Feierlichkeiten versäumte es Elizabeth nicht, Prinz Philipp für seine unermüdliche Liebe und Unterstützung zu danken. Doch im Jahr 2017 kam es zu einer bedeutenden Veränderung in ihrem Umgang miteinander. Die Entscheidung, getrennt zu leben, wurde von Königin Elizabeth und Prinz Philipp getroffen. Nachdem sie mehr als 7 Jahrzehnte lang verheiratet waren. Wie kam es überhaupt zu dieser Entscheidung? Bleiben Sie dran und finden Sie es heraus. Prinz Philipp und Königin Elizabeth haben sich getrennt. Prinz Philipp hat angekündigt, dass er sich im Mai 2017 aus dem öffentlichen Leben zurückziehen wird. Heute Abend wird Prinz Philipp, der Gatte von Königin Elizabeth, endlich offiziell von seinem Amt zurücktreten. Es ist die Krönung von 7 Jahrzehnten im Rampenlicht. Nachdem er sein letztes königliches Engagement bei den Royal Marines im Alter von 96 Jahren absolviert hatte, gab er erst am 2. August 2017 seinen Rücktritt bekannt. In der Erklärung des Buckingham-Palastes heißt es, dass der Herzog von Edinburgh nicht mehr an seinen öffentlichen Auftritten teilnehmen wird. Es ist jedoch möglich, dass er an der Seite der Königin an einigen Anlässen teilnehmen wird. Andererseits geschah dies nur selten, da Prinz Philipp mit anderen Dingen beschäftigt war. Nach seiner Pensionierung zog er vom Buckingham Palace nach Wood Farm auf dem Sandringham Estate um. Dieser Ort ist dafür bekannt, dass dort früher Prinz John, der epilepsiekranke jüngste Sohn von George V., und Königin Mary wohnte. Prinz John lebte dort in ruhiger Abgeschiedenheit mit seiner liebevollen Krankenschwester Lala Bill, bis er 1919 im Alter von 13 Jahren starb. Aber warum entschied sich Prinz Philipp dafür, diesen Ort zu seinem Zuhause zu machen? Als Prinz Philipp 90 Jahre alt war, sagte er in einem Interview, dass er sich an seiner eigenen Gesellschaft erfreuen wolle. Obwohl er erst im Alter von 96 Jahren in den Ruhestand ging, wurde diese Entscheidung von der Königin voll und ganz gebilligt. Sie war sich bewusst, wie sehr Philipp sie in seinem Leben unterstützt hatte und dass er sich ungestört Zeit für sich selbst nehmen wollte. Als Philipp in Sandringham ankam, war er jedoch schockiert, als er feststellte, dass ein Bus voller Köche, Telefonisten und anderer Mitarbeiter auf ihn wartete. Und das, obwohl Philipp eigentlich vorgehabt hatte, dass Jim ihm nur einen lockeren Besuch abstatten würde. Trotzdem sorgte Prinz Philipp dafür, dass sein Aufenthalt angenehm verlief. In der Abgeschiedenheit von Sandringham genoss er die Möglichkeit, Kutschfahrten zu unternehmen und seine Unabhängigkeit zu genießen. Da er aufgrund von Arthritis in den Handgelenken nicht mehr Polo spielen konnte, beschloss er, sich diesem neuen Hobby zu widmen. Das Kutschenfahren erwies sich für ihn als eine Quelle der Entspannung. Doch musste er es schließlich aufgeben, da er die Pferde nicht mehr unter Kontrolle hatte. Außerdem las er gern, malte Aquarell und unterhielt sich mit einem Freund. Er interessierte sich mehr für die Lektüre historischer Berichte als für Belletristik. Philipp war auch ein Fan des Autofahren, aber im Januar 2019 war er gezwungen, sein Fahrzeug auf Eis zu legen, als er in eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug verwickelt wurde, nachdem er in eine markante Straße in der Nähe von Sandringham gefahren war. Berichten zufolge geht es Prinz Philipp, der 97 Jahre alt und mit Königin Elizabeth verheiratet ist, heute Morgen gut, nachdem er in einen Autounfall verwickelt war, bei dem er gefahren ist. Als sich sein Geländewagen überschlug, kam er ohne größere Verletzungen davon. Der Fahrer und der Beifahrer des zweiten Fahrzeugs wurden jedoch verletzt, während er selbst unverletzt blieb. Philipp drückte sein Bedauern aus, und 3 Wochen später gab er bereitwillig seinen Führerschein aus seinem Besitz ab. Zu diesem Zeitpunkt ist der Herzog von Edinburgh nicht mehr Herr der Lage. Wie der Buckingham Palast heute bestätigte, hat der 97-Jährige die Entscheidung getroffen, seinen Führerschein freiwillig abzugeben. Trotzdem war es ihm weiterhin erlaubt, auf Privatgrundstücken zu fahren. Und im April 2019 wurde er dabei beobachtet, wie er um Schloss Windsor herumfuhr. Doch was als kurze Reise nach Wood Farm geplant war, wurde zu einer längeren Reise als erwartet. Philipp kehrte nicht in den Palast zurück. Das lag daran, dass er sich bewusst war, dass er trotz seines Rücktritts weiterhin versuchen würde,
mit dem königlichen Leben verbunden zu bleiben. Stattdessen entschied er sich für den ruhigen Lebensstil, den Wood Farm Cottage ihm bot. Aufgrund dieses Arrangements waren er und die Königin jedoch für längere Zeit voneinander getrennt. Sie unterhielten sich jedoch regelmäßig telefonisch miteinander und besprachen die Ereignisse des Tages. Außerdem reisten die Königin und andere Mitglieder nach Wood Farm, um Zeit mit ihm zu verbringen. Obwohl sich Prinz Philipp aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, war er bei wichtigen Ereignissen wie der königlichen Hochzeit von Prinz Harry, Prinzessin Eugenie, Lady Gabriella Windsor und Prinzessin Beatrice im Jahr 2018 zugegen. Trotzdem begann er mit der Zeit, seine lebenslangen Bekannten zu verlieren, was eine der Herausforderungen ist, die ein langes Leben mit sich bringt. Nach einem Jahr musste sich Philipp von 3 seiner engen Freunde verabschieden und auch von anderen Personen, die er gekannt hatte. Darunter sein 40-jähriger Kammerdiener musste er sich verabschieden. Auf der anderen Seite bewahrte sich Prinz Philipp für sein Alter ein bemerkenswertes Maß an körperlicher Fitness und Beweglichkeit, obwohl sein Kurzzeitgedächtnis ihn im Alter von 100 Jahren zu verlassen begann. Philipp freute sich nicht über seinen bevorstehenden Geburtstag, obwohl sich alle anderen darauf freuten. Er konnte die Aufmerksamkeit und den Trubel nicht ertragen. Außerdem unternahm Philipp eine Reise. Die meiste Zeit war er während des Osterhofs in Windsor und an den Wochenenden war er mit Königin Elizabeth in Broadlands. In seinen letzten Lebensjahren verbrachte er weniger Zeit in Balmoral, indem er seine Aufenthalte dort 2019 und 2020 verkürzte und stattdessen nach Wood Farm zurückkehrte. Im Jahr 2020 kam es zu einer Umkehrung der Rollen, als Prinz Charles die Königin und Prinz Charles in Sandringham besuchte. Die Königin nahm ihn mit nach Sandringham. Allerdings waren die Besuche in der Regel nur kurz, da die Königin zurückkehren musste, um sich um Staatsangelegenheiten zu kümmern. Trotzdem kam es zu einem unvorhergesehenen Ereignis, das dazu führte, dass Königin Elisabeth und Prinz Philipp zusammenlebten. Covid-19. Im März 2020 wurde erklärt, dass die Abriegelung während der Covid-19-Pandemie durchgeführt wird. Prinz Philipp begleitete Königin Elizabeth nach Windsor, wo sie ein Schiff betraten, das im Volksmund als HMS Champagne bezeichnet wurde. Sie blieben über Zoom mit ihrer Familie in Kontakt und am 22. Juli hatte Philipp einen bemerkenswerten letzten öffentlichen Auftritt. Er betrat das Viereck von Schloss Windsor, um seinen Posten als Oberst der Rifles an die Herzogin von Cornwall zu übergeben. Es war das letzte Mal, dass er vor der Kamera auftrat. Eine Person, die als Hausarzt auf Schloss Windsor arbeitete, verabreichte Philipp und Elizabeth im Januar 2021 die Covid-19-Impfung. Im Februar 2022 hingegen wurde er zur Vorbeugung ins King Edward VII Hospital gebracht, nachdem er sich Sorgen um seine Gesundheit gemacht hatte. Die Öffentlichkeit war besorgt über seinen Gesundheitszustand, obwohl er ohne jegliche Hilfe eintrat. Der Buckingham-Palast hat mitgeteilt, dass Harry auf die Behandlung einer Infektion gut anspricht. Anschließend unterzog er sich einer Herzoperation, die erfolgreich durchgeführt wurde, bevor er aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Nach seiner Rückkehr in sein Haus drehte sich das Gespräch um seinen bevorstehenden 100. Geburtstag. Philipp freute sich jedoch nicht darauf, 100 Jahre alt zu werden. Vielleicht weil er wusste, dass er diesen Meilenstein nicht erreichen würde. Prinz Philipp starb 3 Wochen später, am Morgen des 9. April 2021, im Alter von 99 Jahren. Königin Elizabeth war bei seinem Tod an seinem Bett anwesend. Sein Ableben wurde vom Palast als sanfter Tod bezeichnet, und die Königin erkannte später an, dass er in ihrem Leben eine große Lücke hinterlassen hatte. St. George's Chapel, Schloss Windsor, war der Ort, an dem Prinz Philipp am 17. April 2021 beigesetzt wurde, vorübergehend inmitten von 25 anderen Särgen, darunter auch der von Kaiser Georg III. Dennoch wurde sein Testament nicht verlesen, und es wurde vorgeschrieben, dass es für einen Zeitraum von mindestens 90 Jahren versiegelt werden sollte. Dies geschah, um die Würde und den Status der Königin zu schützen, da es Gerüchte gibt, dass es Informationen enthalten könnte, die dem Ansehen der königlichen Familie schaden könnten. Prinzessin Anne bezeichnete Prinz Philipp als ihren Lehrmeister, ihren Förderer und ihren Kritiker, während sie über sein Erbe nachdachte. Sie drückte ihre tiefe Wertschätzung für ihn aus und wünschte sich, ihr eigenes Leben nach seinem Beispiel eines gut gelebten Lebens und eines freiwillig geleisteten Dienstes zu gestalten. Eine der herausragenden Eigenschaften, die ihn sein ganzes Leben lang auszeichnete,
war die Fähigkeit, jeden Menschen als eigenständiges Individuum zu behandeln, je nach seinen Talenten. Darüber hinaus würdigte sie die wichtige Rolle, die er bei der Unterstützung von Königin Elisabeth bei ihrer Thronbesteigung in so jungen Jahren gespielt hat. Dank seines unerschütterlichen Rückhalts konnte sie mit größerer Sicherheit regieren. Eine weitere Person, die seinem Vater Respekt zollte, war Prince Charles. Er erklärte, dass sein Vater in den vergangenen 7 Jahrzehnten ein außerordentliches Maß an Engagement für die Königin, die königliche Familie, die Nation und das gesamte Commonwealth gezeigt habe. Er war beeindruckt von dem unermüdlichen Engagement und der außerordentlichen Energie seines Vaters, der seine Mutter während seiner gesamten Kindheit unterstützt hat. Als Prinz Andrew über die Zeit nachdachte, die er mit seiner Familie verbrachte, wies er darauf hin, dass Prinz Philipp ein Elternteil war, der die Zeit, die er mit seiner Familie verbrachte, zu schätzen wusste. Ich habe schon früher über meine tiefe und dauerhafte Leidenschaft für dieses schöne Land gesprochen und über die vielen guten Erinnerungen, die Prinz Philipp und ich immer an unsere Zeit hier hatten, sagte Königin Elisabeth über ihren verstorbenen Mann etwa 1 Jahr nach seinem Tod. Sie sagte, ich habe schon früher über meine tiefe und beständige Zuneigung zu diesem wunderbaren Land gesprochen. Wie sich in den letzten Jahren gezeigt hat, ist Schottland eines der wenigen Gebiete in der Welt, in denen das Sprichwort „Die Menschen machen einen Ort aus“ zutreffender ist als in anderen Gebieten. Ihre Aussagen verdeutlichten die tiefe Verbundenheit, die sie und Philipp mit Schottland teilten, sowie das Ausmaß, in dem sie sich nach ihm sehnte. Obwohl Prinz Philipp und Königin Elisabeth ihre letzten Jahre getrennt verbrachten, hatte er ein großartiges Leben. Und seine unerschütterliche Unterstützung für seine Frau war herausragend. Im Alter von 96 Jahren verstarb Königin Elisabeth II. Am 8. September 2022, genau 1 Jahr nach dem Tod ihres Mannes. In ihren letzten Momenten wurde sie in der Kapelle von König Georg VI. Neben ihrem geliebten Ehemann beigesetzt. Sie blieben auch nach ihrem Tod vereint. Was denken Sie? War es richtig, dass Prinz Philipp getrennt von der Königin lebt? Und glauben Sie, dass König Charles einen ähnlichen Weg einschlagen wird? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu mögen, zu abonnieren und die Benachrichtigungen für weitere königliche Updates zu aktivieren. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.